Numerologie, was die Schicksalszahl über deinen Lebensweg verrät. Du möchtest deine Schicksalszahl ermitteln und etwas über deine Lebensaufgabe erfahren? Diese Zahl, egal ob du sie nun Schicksals-, Lebens- oder Geburtszahl nennst, ist der Schlüssel zu deinem Lebensweg. Sie zeigt deine Berufung, deine Antriebe, deine Gaben, aber auch Schwierigkeiten. Heute wollen wir uns die Methode des Weisheitslehrers Dan Millman anschauen. Wenn auch du deine Lebenszahl schnell errechnen und so die Bedeutung deines Lebensweges erfahren möchtest, bleib dran. Die Berechnungsmethode. Du kannst deine Geburtszahl, den Schlüssel zu deinem Lebensweg, wahlweise nach 2 Methoden bestimmen. Erste Methode: die Geburtszahl selbst errechnen. Notiere dein Geburtsdatum in Ziffern, und zwar mit der vollständigen Jahreszahl. Beispiel 20.04.1975. Und nein, auch dies ist nicht mein Geburtsdatum. Zähle alle Ziffern zusammen, in dem Fall 2 plus 4 plus 1 plus 9 plus 7 plus 5 ergibt 28. Beachte, jede Ziffer für sich alleine zu nehmen und nicht die Zahlen zu addieren. Der 20. April ist somit nicht 20 plus 4, sondern 2 plus 0 plus 4. Aber das kennt ihr ja vom letzten Mal. Wenn du diese Summe hast und sie wie in diesem Fall aus 2 Ziffern, also aus 28 besteht, addierst du diese beiden Ziffern noch einmal, was in diesem Beispiel 10 ergibt. Die gesamte Geburtszahl wird so notiert: die erste Summe, also die 28, plus die zweite Summe, in dem Fall die 10. Notiere deine Geburtszahl, in dem Fall 28-10. Methode 2: Berechnung der Geburtszahl mit der Lebensweg-App. Mit der Lebensweg-App von Dan Millman kannst du deine Geburtszahl ganz bequem auch am PC errechnen lassen. Alles, was du dafür brauchst, ist dein Geburtsdatum. Was du noch wissen solltest: die meisten heute lebenden Menschen haben eine Geburtszahl, die aus 3 oder 4 Ziffern besteht. Sehr wenige nach der Jahrtausendwende Geborene haben eine Geburtszahl, die aus nur einer Ziffer besteht. Bevor du die Bedeutung der Ziffern 1 bis 9 für deinen Lebensweg von mir erfährst, präge dir noch einmal ein paar grundsätzliche Dinge ein. Jede Ziffer besitzt ihre eigene Bedeutung, aber es gibt ein paar Besonderheiten. Wenn deine Geburtszahl aus 3 Ziffern besteht, zum Beispiel 27-9, bezeichnet die Zahl nach dem Schrägstrich, hier die 9, deine verborgene Berufung. Wenn deine Geburtszahl 4 Ziffern hat, zum Beispiel 29-11, bezeichnen die beiden mittleren Ziffern vor und nach dem Schrägstrich, hier also 9 und 1, die beiden Kernbereiche deines Lebensziels. Sollte deine Geburtszahl aus einer einzigen Ziffer bestehen, so steht diese Ziffer ganz allein für deinen Lebensweg. Eine 0 in deiner Geburtszahl, beispielsweise 20-2 oder 28-10, kann auf spirituelle Begabungen, auf Einfühlvermögen, Stärke und intuitives Unterscheidungsvermögen hindeuten. Lebenszahl 1: Kreativität. Bei der 1 dreht sich alles um kreative Energie. In den Künsten, Schriftstellerei, visuelle Medien, Schauspielerei, Musik, im Bildungswesen, im Geschäftsleben, in der Familie, bei der Erziehung der Kinder und auf jedem anderen Gebiet, auf dem Kreativität neue Ausrichtungen, Ansätze und Lösungen hervorbringt. Wenn Menschen mit einer 1 oder einer doppelten 1 in der Geburtszahl die angeborene Unsicherheit und die damit verbundenen Minderwertigkeitsgefühle sowie den Drang, sich zu beweisen, überwinden können und sich nicht mehr anzupassen versuchen, fließt ihre Kreativität wie ein mächtiger Strom. Kreativität ist jedoch zweischneidig und kann sowohl positive, produktive und konstruktive Formen annehmen, als auch ins Destruktive, beispielsweise Sucht, abgleiten. Körperliche Betätigung ist für solche Menschen besonders wichtig, um auf dem Boden und in ihrer Mitte zu bleiben. Wo sich ihre Energie positiv niederschlägt, wirkt sie anziehend und verzaubernd. Sie macht anderen Mut
ihre eigene Kreativität zu leben. Lebenszahl 2, Kooperation. Die 2 steht für den Antrieb zu kooperativem Dienen, aber auch für den Hang, das Dienen oder Helfen, etwa in einer Beziehung, zu übertreiben. Und das kann bis zur Unterwürfigkeit gehen. Sie geben und geben, auch ohne darum gebeten worden zu sein. Und schließlich fühlen sie sich dann ausgenutzt, nehmen es übel und widersetzen sich durch inneren oder äußeren Rückzug. Menschen mit einer 2 in der Geburtszahl nehmen manchmal, ähnlich wie Vierer, bereitwillig zu viel auf sich. Ich mache das schon selbst. Und müssen lernen, etwas von ihren Aufgaben abzugeben. Ganz wichtig ist es für diese Menschen, einen Ausgleich zwischen den eigenen Bedürfnissen und Pflichten und denen anderer zu schaffen und Grenzen zu setzen. Zweier können starke, rückhaltgebende Arbeitsbienen, Ernährer und Versorger der Welt sein. Sie sind durchaus für Führungspositionen geeignet, aber ihre eigentliche Berufung, und darin fühlen sie sich auch besonders wohl, besteht darin, loyal und unterstützend zu einem Menschen, einer Organisation oder irgendeinem dem Wohl aller dienenden Sache zu stehen. Wenn du eine 2 in deiner Geburtszahl hast, wirst du immer wieder mit dem richtigen Verhältnis von Geben und Nehmen zu kämpfen haben und dich am ehesten wohlfühlen, wenn die von dir geleistete Hilfe angenommen und anerkannt wird. Lebenszahl 3. Ausdruck. Die 3 weist auf eine emotionale und sensible Seele hin, was für andere erkennbar sein kann oder nicht. Auf einen Romantiker, den Kritik besonders hart trifft, aber diese Empfindlichkeit erschließt ihm auch den intuitiven Zugang zu anderen. Für die 3 ist ein machtvoller Drang zum Selbstausdruck kennzeichnend. Durch Sprechen oder Schreiben, Musik oder Kunst, im PR-Bereich, als Coach oder Lehrer. Wenn der Ausdrucksdrang blockiert oder beschnitten wird, können diese Menschen launisch oder depressiv werden. Sie verfolgen ihre Ziele dann durch Manipulation und deuten ihre Bedürfnisse eher an, als sie direkt auszusprechen. In der negativen Ausprägung neigt diese Energie zu Klagen, Sarkasmus, Beleidigung, übler Nachrede oder verletzendem Witz. Der positive Ausdruck dagegen ist kreativ, konstruktiv, ermutigend und begeisternd. Die große Hürde ist für diese Menschen der Selbstzweifel. Sie fühlen sich unvorbereitet oder einfach der Sache nicht gewachsen. Wenn Sie den Mut finden, diese Hürde zu überwinden, können Sie der Welt echten Auftrieb geben. Wenn du eine 3 in deiner Geburtszahl hast, wirst du Selbstzweifel und Empfindlichkeiten kennen und dich am ehesten wohlfühlen, wenn dir jemand wirklich zuhört. Lebenszahl 4. Stabilität. Die 4 steht für den Ruf nach Struktur und Stabilität, aber auch für den Hang zum Gegenteil. Menschen mit einer 4 in der Geburtszahl sind ehrgeizige und kontaktfreudige Problemlöser mit natürlicher, analytischer Begabung, die als Manager und Organisatoren Großes leisten können. Allerdings können sie zu allzu viel Analyse neigen, was sie dann wieder durcheinander bringt. Deshalb ist es gut, wenn Sie sich die Optionen schriftlich vergegenwärtigen und auf Ihr Bauchgefühl hören. Ihre Stärke kann in Starrheit umschlagen, wenn Sie an sich selbst, an andere und die Welt die Maßstäbe dessen anlegen, was Ihrer Ansicht nach sein sollte. Ähnlich den Zweiern sind Menschen mit einer 4 in der Lebenszahl so sehr von ihrem Verantwortungsbewusstsein beherrscht, dass sie auf den Posten des Generalmanagers des Universums ganz bewusst verzichten müssen. Für sie ist es besonders förderlich, nach einem klar gegliederten Ablauf vorzugehen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie profitieren besonders von Dingen, die sie mit großer Beständigkeit ausüben oder durch Teilnahme an Aufbauprojekten, wo Stärke durch Flexibilität und Analyse durch Intuition abgefedert ist und ihrer Impulsivität, Geduld und Beharrlichkeit zur Seite stehen, legen sie für ihr Leben und ihre Beziehungen stabile Fundamente und können Großes erreichen. Wenn du eine 4 in deiner Geburtszahl hast, wirst du Ratlosigkeit nach allzu viel Analyse kennen und dich am ehesten in der Familie wohlfühlen bzw. da, wo du deine Lebensgrundlage siehst. Lebenszahl 5. Freiheit.
Die 5 steht für Freiheit, für den Antrieb, das Leben in allen seinen Facetten auszukosten. Diese Menschen besitzen einen lebhaften, wachen und vielseitigen Geist. Sie betrachten das Leben aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, aber in ihrer vielfältigen Interessen können sie sich auch verzetteln, bis schließlich die Kräfte erlahmen. Sie langweilen sich schnell und suchen deshalb Dramatik und Aufregung oder stellen sie selbst her. Den meisten dieser freiheitsliebenden Menschen sind eigene oder stellvertretende neue Erfahrungen und Abenteuer lieber als Sicherheit und dicke Bankguthaben. Sie besitzen einen starken Drang, andere zu retten und für die Unterprivilegierten zu kämpfen. Das Gebiet, auf dem sie in eigener Sache zu kämpfen haben, ist die Spannung zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Sie profitieren von einem gesunden Maß an Eigenständigkeit und von echten Austauschbeziehungen. Der Schlüssel zur Freiheit liegt für sie in einem klaren Bewusstsein dessen, was ihnen wichtig ist. Sonst graben sie an immer wieder neuen Stellen nach Wasser, anstatt an einer Stelle tief genug zu gehen. Letztlich finden sie ihre eigene Freiheit darin, dass sie anderen zur Freiheit verhelfen. Wenn du eine 5 in deiner Geburtszahl hast, wirst du wissen, wie es ist, sich sowohl abhängig als auch unabhängig zu fühlen. Und du wirst dich am ehesten in dem Abenteuer, anderen zu dienen, wohlfühlen. Lebenszahl 6. Vision. Die 6 deutet auf hohe Ideale hin, hohe Maßstäbe für Schönheit, Reinheit, Gerechtigkeit, Fairness und Echtheit. Allerdings liegen Idealismus und Enttäuschung nah beieinander. Denn den hohen Erwartungen von Menschen, die im Zeichen der 6 leben, ist schwer zu entsprechen. Desillusionierung ist ein großes Thema, sowie im Sinne von Enttäuschung, als auch in der positiven Wendung der Befreiung von Illusionen. Es ist ein Reifungsprozess hin zu Realismus und Augenmaß. Sechser neigen dazu, sich mit anderen zu vergleichen, die auf irgendeinem Gebiet schon weiter sind als sie selbst. Und unter vielen Dingen, die ihnen gelingen, beißen sie sich an dem einen fest, bei dem sie einen Fehler gemacht haben. Wenn sie ihren Perfektionismus ablegen können und mit dem zufrieden sind, was gut genug ist, nehmen sie das Leben immer mehr so an, wie es kommt, und freuen sich an ihren Fortschritten, anstatt auf angeblichen Fehlern der Vergangenheit herumzureiten. So erkennen sie schließlich sogar, dass das Leben in vollkommener Weise seinen Lauf nimmt, und dann beflügelt ihr starkes Pflichtgefühl und ihr hohes Engagement sie zur Vision einer besseren Welt. Wenn du eine 6 in deiner Geburtszahl hast, wirst du das Gefühl kennen, dass du es besser hättest machen können und dich am ehesten wohlfühlen, wenn du dich und die Welt so annimmst, wie beide nun mal sind. Lebenszahl 7. Vertrauen. Für die 7 geht es um Vertrauen. Zu sich selbst, zu anderen, zum Lauf des Lebens. Die Stärken dieser Menschen sind Innenschau und Einsicht. Sie sind von scharfem Verstand und besitzen das Vermögen, zwischen den Zeilen zu lesen. Sie sind von Natur aus Gelehrte und Forscher oder trotz ihrer umgänglichen Art Einsiedler und gern für sich allein. Sie brauchen auch immer wieder Zeiten des Rückzugs. Sie sind zurückhaltend, argwöhnisch und sehr individualistisch. Und da sie zudem dazu neigen, entweder zu wenig oder zu viel über das zu sagen, was in ihnen vorgeht, beschwören sie manchmal ungewollt Missverständnisse herauf und sehen sich dann womöglich verraten. Menschen mit der Energie der 7 müssen lernen, ihrem Körper, ihren Instinkten und ihrem eigenen Urteilsvermögen zu trauen und sich weniger an Büchern, Experten und den Theorien anderer zu orientieren. Alles in allem sind sie jedoch klar und kompetent und finden in der Natur Erfrischung und Erholung, sei es im Garten, am Strand, in der Wüste oder in den Bergen. Sobald sie gelernt haben, sich selbst zu vertrauen, verhelfen ihnen klare Abmachungen, auch zu Vertrauen gegenüber anderen. Sie leben dann in entspannter Offenheit in einer Welt, die ihnen sicheren Boden unter den Füßen bietet. Wenn du eine 7 in deiner Geburtszahl hast, wirst du wissen, wie es ist, sich verraten zu fühlen
und du wirst dich am ehesten wohlfühlen, wenn du deinem Körper, deinem Geist und deinem Leben zu vertrauen lernst. Lebenszahl 8. Anerkennung. Zur 8 gehören die Antriebe, Kämpfe, gemischten Gefühle und tiefen Befriedigungen im Zusammenhang mit materiellem Erfolg. Themen sind Arbeit, Geld, Einfluss, Selbstbeherrschung und Autorität. Menschen mit der Energie der 8 bestreiten manchmal, und das auch sich selbst gegenüber, den in ihrer Natur liegenden Drang nach Anerkennung. Und es kann gut sein, dass sie jede Zurschaustellung von Reichtum, Macht oder Autorität bei anderen übel nehmen. Menschen mit der Energie der 8 besitzen unabhängig von ihren Schulnoten einen sehr leistungsfähigen und strategisch denkenden, logischen Verstand, der vorausblickt und auch die Zeichen richtig deutet. Aber ähnlich wie bei 4er müssen sie sich entschlossen und ausdauernd einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Da sie Regeln lieber selbst aufstellen, als den Regeln anderer zu folgen, bedarf es manchmal einiger etwas nachdrücklicheren Lektionen, um sie für die Meinung anderer zugänglich zu machen. Wenn Sie Ihren Platz in der materiellen Welt akzeptiert haben, bekommen Sie Zugang zu den in Ihnen liegenden Kräften, die Sie ans Ziel führen werden, wenn Sie nur wirklich dranbleiben. Sie kommen Ihrer Berufung durch produktive Unternehmungen nach, manchmal in Gestalt eines humanitären Engagements, und finden im Einsatz für höhere Ziele auch den eigenen materiellen Erfolg. Wenn du eine 8 in deiner Geburtszahl hast, wirst du gemischte Gefühle zu Geld, Ruhm und Autorität kennen und dich am ehesten wohlfühlen, wenn du Anerkennung für die hervorragende Arbeit bekommst, die du für andere leistest. Lebenszahl 9. Integrität. Die 9 kennzeichnet Menschen, die den Weg weisen, weil sie mit ihrer Weisheit ein Beispiel geben, dem andere gern folgen. Natürlich kommen auch diese Menschen erst zu ihrer Integrität und Weisheit, wenn sie Hindernisse überwunden und ihre Lernschritte getan haben und zur Sache gekommen sind. Es kann dauern, bis sie weise werden, aber dann werden sie für andere umso wertvoller. Ihre Tiefe und ihre Ausstrahlung prädestinieren sie für Führungsaufgaben. Darin sind sie entweder von vorbildlicher Integrität oder sie werden die Konsequenzen zu tragen haben. Auch wenn sie eine Familie und Freunde haben, fühlen sie sich einsam, einfach weil sie in ihrer ganz eigenen Vorstellungswelt leben, die nicht immer zur Realität passt. Sie haben sehr stimmige Ansichten und besitzen zugleich ein scharfes Gespür für die Meinung anderer. Sie müssen sich vom Götzenmeinung freimachen, um das Göttliche im Inneren zu hören und die Weisheit zu finden, die ihre Anlage und Bestimmung ist. Dann zeigen sie sich als wahre Führer, die anderen den Weg ausleuchten. Wenn du eine 9 in deiner Geburtszahl hast, wirst du ein genaues Gespür dafür haben, was recht und richtig ist und dich am ehesten wohlfühlen, wenn du ein nachahmenswertes Beispiel geben kannst. Kennst du schon deine Lebenszahl oder hast du schon Erfahrungen mit Numerologie gemacht? Schreib mir gerne in die Kommentare. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Auch entscheidet jedes Abo, jedes Like und jeder Kommentar, ob euch das Video überhaupt angezeigt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal und vergiss nie, du bist geliebt.